Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kochschule OE Kanal. Was erwartet euch heute? Ich kann euch versprechen, etwas ganz Leckeres. Wie gesagt, mit Abnehmen haben wir jetzt ja geklärt. Mittwochs was zum Abnehmen und sonntags machen wir dann ein Hauptgericht. Wie wir das ganz am Anfang schon immer gemacht haben, und zwar aus Gaziantep, wird heute was Leckeres gemacht, und zwar gefüllte Auberginen, gefüllte Zucchini, Kabak und gefüllte Paprika. Aber nicht irgendwelche, die wir erstmal noch ausschaben müssen und. Frische, nein, das sind getrocknete. Ja, die liegen auch schon hinter mir. Erzähle ich euch gleich alles, was das ist, wie das gemacht wird. Wenn euch das interessiert, alles nach dem Intro. Bleibt dran! So, unsere klassische Ansicht. Wir brauchen, hier ist so ein Mix, steht hier drauf. Kurutulmuş Dolmalık Mix. Hier sind, wie ihr sehen könnt, Paprika, rote, getrocknete, dann Auberginen. Und die weißen, das sind speziell Zucchini, Kabak, ja, die sind weiße Kabaks. Die sind, wie gesagt, ausgehöhlt schon irgendwann im Sommer. Und die werden dann so getrocknet. Und daraus machen wir heute gefüllt mit Reis und Hackfleisch. Ich habe hier 300 Gramm Hackfleisch. Kommt immer drauf an, wie viel Stück ihr macht. Hier sind 23 bis 25 Stück drin. Ich habe noch Reserve geholt. Wenn das nicht reicht, kommt immer drauf an, dass davon, also von der Füllung, nicht viel übrig bleibt. Und natürlich, was für einen Topf ihr habt. Das kann man auch 1-2 Tage auch essen, mit zur Arbeit nehmen. Dann brauchen wir noch eine Zwiebel und Knoblauch. Und die Gewürze zeige ich euch, was da reinkommt bei der Zubereitung. Es geht los, Leute. Wir haben hier einen Topf. Wir haben Wasser, kein Salz oder so drin, nichts. Jetzt kommen hier unsere, wenn ihr sehen könnt, ein paar sind auch schon so angerissen, ist nicht schlimm, sobald die nicht hier so Löcher haben. Deswegen habe ich auch Reserve mitgeholt. Das schütten wir jetzt einfach mal hier so alles rein. Mal gucken, wie viel hier. 25 sind hier angeblich drin. Wie gesagt, immer wenn ihr Reserve habt, ist immer noch besser. Wenn es anfängt zu kochen, dann lassen wir die noch mal so 5 Minuten, 10 Minuten, 5 Minuten müsste eigentlich schon reichen, bis die weich sind, zum Befüllen dann schon fertig. In der Zeit, bis es anfängt zu kochen, können wir natürlich die Zutaten alles fertig machen, die Füllung, wie es dann weitergeht. Den lassen wir jetzt erstmal 5 Minuten hier, bis es kocht, und dann nochmal 5 Minuten, aber natürlich im Auge behalten. Ich schwenke jetzt mal mit euch hier rüber. Es geht weiter. Wir nehmen ein Glas Reis. Jetzt muss man abschätzen. Ich weiß nicht, wie groß die sind, wie viel da reingeht. Normalerweise geht nicht zu viel rein, aber ich habe ja auch Reserve. Wenn wir zu viel Reis haben sollten, dann können wir die Reserve benutzen. Wenn es zu wenig ist, lassen wir eben 1, 2, 3 weg. Je nachdem. Aber ich mache jetzt mal auf Glück. Reis kostet nichts, sage ich mal, nicht viel. 1,5. Ne? Hier waren 1 Kilo drin, jetzt haben wir Hälfte davon weg. Sagen wir mal 400 bis 500 Gramm. Ihr werdet jetzt sagen, warum nimmst du keine Waage? Bei uns in der Türkei oder so, wir werden einfach, habt ihr vielleicht gemerkt, überall einfach nur mit einem Glas wird abgemessen. So, in der Zeit wasche ich mal schnell Reis. Auch den wieder so richtig waschen. Bis das Weiße richtig so raus ist. So. So, unser Reis ist schon mal fertig. Den tun wir mal zur Seite. Jetzt nehmen wir hier unser Brett. Hier wird jetzt erstmal die Zwiebel klein gemacht.
So. Ihr könnt das auch ohne Fleisch machen. Wir machen das jetzt ja mit Fleisch. Aber jetzt habe ich Fleisch da gehabt. Deswegen machen wir das heute mal mit Fleisch, mit Hackfleisch. Und die Zwiebeln richtig klein machen. Ja, versuchen so fein wie möglich. Wenn ihr so einen Küchenhelfer habt, so einen Roboter oder so, könnt ihr den natürlich dann auch da drin richtig klein zerhacken. Ja, wichtig ist, dass der Geschmack von der Zwiebel eben halt da drin ist. Natürlich kriege ich den jetzt nicht so ganz fein, da gehe ich gleich noch mal richtig dran. Habe auch schon lange nicht mehr gemacht, dieses Essen. Das macht man eigentlich dann immer halt im Winter. Im Sommer, wenn die frisch sind, werden sie ausgehöhlt und dann an so Faden aufgehangen, dass sie dann an der Sonne trocknen. Und im Winter kann man das dann machen. Und da wir jetzt Oktober schon haben, Winter fast haben, bietet sich das an. So könnt ihr das auch lösen, wenn ihr ein bisschen besseren oder größeren Messer habt. Dann geht das natürlich besser. Aber bei mir ist alles schnell. So, die schmelzen sowieso, wenn sie die Hitze sehen. Das kommt auch alles hier rein. Hier gucke ich mal ab und zu mit einem Auge, habe ich ja gesagt, hier immer drauf werfen. Ja, die sind schon weich geworden, aber der kocht noch nicht. Wenn es anfängt zu kochen, dann 5 Minuten gucken. So, dann haben wir noch unsere Knoblauchzehen. Morgen keine Arbeit, deswegen kann ich das mal essen. Ohne Knoblauch schmeckt das einfach nicht. Aber wie gesagt, ich esse das nur, wenn ich nicht arbeiten muss. Und in der türkischen Küche ist immer Knoblauch drin. Griechische, italienische, spanische. Ne, auch die ganz fein versuchen zu hacken, zu schneiden. So, dann haben wir das auch fertig. So, wir gehen mal rüber. Der ist schon am Kochen. Da zeige ich euch, was ihr dann noch zu tun habt. Und dann geht es los hier mit Gewürze. So, der fängt schon mal an zu kochen. Ja, die sind schon richtig weich geworden. Immer hier so ein bisschen so immer runterdrücken. Ab jetzt, wie gesagt, so auf die Uhr gucken. So, dass sie mal einfach untergetaucht werden, dass sie von innen und außen richtig in Wasser schön weich werden. Wie ihr seht, und gerade waren die, jetzt ist das schon richtig weich. So, den mache ich schon mal aus. Energie sparen. Wir gehen weiter und machen die Füllung. Das sind die, guck mal Leute, das sind die Gabaks, ja. So, jawohl. Boah, das riecht schon nach Dolma. So, ich hole die ganzen Gewürze und melde mich wieder. Es geht weiter, Leute. Ich habe hier unser Hackfleisch hier auch schon drin. Jetzt kommt unser berühmte Salça in Antep, in Türkei. Türkei weiß ich nicht, aber in Antep auf jeden Fall in jedem Essen Salça rein. Hier müssen wir ein bisschen mehr. 2,5 Löffel Salça auf jeden Fall reintun.
So, das können wir gleich hier so sauber machen direkt. Dann haben wir hier kein Salz, sondern Zitronensäure, Limontusse, ein wenig. Ich mache das jetzt mal so, ich habe hier so einen Standardlöffel, halben Teelöffel. Ja, Zitronensäure, weil im Wasser kommt gleich auch noch mal Zitronensäure rein, nachher. Dann habe ich hier getrocknete Pfefferminz, auch einen halben, damit da so ein bisschen Geschmack kommt. Dann haben wir hier getrocknete Paprika. Hier können wir ruhig einen ganzen Löffel voll nehmen. 1,5. Ich mag scharf. Jetzt Salz. 1, 2, 2,5. Wir können ja nachher noch mal gucken. Und einen Teelöffel Pfeffer, schwarzen Pfeffer. Dann noch einen Schluck Olivenöl. So, jetzt wird alles zusammengemengt. Ich mache mal hier wieder meinen Schmuck und so hier alles ab. Ich sage immer Schmuck, heißt das überhaupt Schmuck? Jetzt geht das nicht ab hier. So, und wie gesagt, alles richtig, als ob man so Köfter macht. Mengen, mischen, wie auch immer wie das heißt. Oh ja, die Farbe, die ist schon sehr, sehr schön. Wenn ihr merkt, es ist ein bisschen trocken, ja, könnt ihr so ein bisschen, warte hier, ich habe hier noch, deswegen steht ja hier meine Tasse, so ein bisschen Wasser, dann ist es nicht zu trocken. Ja, jetzt ist schon besser, seht ihr. So, dass alles, die ganzen Gewürze und alles hier so richtig vermischen. Ja, jetzt nimmt er auch schon eine richtig schöne Farbe an. Wie gesagt, ihr könnt das gleiche, so wie ich das gemacht habe, mit den ganzen Gewürzen, Zwiebeln, Knoblauch, alles gleich machen, aber kein Hackfleisch. Ja, das geht auch. Wenn ihr zum Beispiel Veganer seid oder so, vegane Dolma. So, fertig. Jetzt kommt das Befüllen. So Leute, um zu sehen, ob Salz, Pfeffer und so gut ist, ihr könnt natürlich hier so ein bisschen hier schon mal nehmen. Super. Super Rötesse. Genau richtig, als ob ich das richtig getroffen habe. Also die Zutaten, astrein, genau richtig. So, weiter im Text. Es geht weiter, Leute. Hier habt ihr schon gesehen, Wasser ist weg. Guck, wie dünn und weich die jetzt geworden sind. Genau richtig. Wir müssen aber zuerst mit diesen Gabaks anfangen. Warum fangen wir damit an? Weil die, umgekehrt war das. Ajun, die war nach unten hin. Die können wir ruhig in der Mitte tun. Genau. Wir fangen doch mit Auberginen an. Weil es gibt eine Art, die heißen Ajun, die sind, ich weiß nicht, so eine Art Gurke oder so. Keine Ahnung, die müssen zuerst auf den Boden, weil die länger brauchen, um weich zu werden. Ne? Und da die Hitze eben halt von unten mehr ist, die zuerst, aber guck mal, der ist jetzt schon weich. So, wir nehmen dann mal hier so eine Füllung. Wir können das auch mit Hand machen. Nicht ganz rein, Leute, und locker, nicht reinstopfen. Ja, so, dass er bis hierhin ungefähr. Ich tue mal 2, 3 Stück zur Seite. Und dann zeige ich euch, wie man die dann nachher im Topf unterbringt. Wie gesagt, nicht ganz reinstopfen. So kann man das auch machen. So nach unten drücken. Und hier oben versuchen so eben halt zu schließen, dass der Reis dann nachher nicht rauskommt. Ich habe Angst, dass ich zu viel rein tue. Das habe ich schon mal gehabt. Also nicht zu viel rein tun. Der wird innen drin sowieso
dick der Reis, dann geht er sowieso nach oben. Wenn dann zu viel ist, dann kommt das hier alles so raus. Das muss ja nicht sein. Ja, die sind nicht schlecht, haben die schön gemacht. Der eine war ein bisschen zu dick noch. Wie gesagt, wenn ihr das zu Hause selber macht, dann wisst ihr ja, ihr macht es ganz dünn, so dünn wie möglich. Aber wenn ihr es jetzt eben halt fremd kauft, wer weiß, wer die gemacht hat, weiß man nicht. Und daher ist das eben halt so. Aber wer soll jetzt hier in Deutschland das selber machen? Aber es gibt noch genug Familien, die das eben halt noch machen, weil da weiß man, was man hat, wenn man das eben halt selber macht. So, ihr braucht nicht zugucken, bis ich alles hier fertig habe. Jetzt habe ich mal ein paar Auberginen fertig. Das gleiche hier auch mit den... Oh, die sind auch scharf. Oha. Die sind richtig scharf. Deswegen bei diesem Mix, da waren ein bisschen Auberginen drin, ein bisschen Paprika drin. Aber ich habe gerade mal dran gerochen, Leute. Der ist richtig schon scharf. Glaub nicht, dass meine Töchter das essen. So, hier auch wieder zumachen. So, da zeige ich euch auch noch eins hier mit diesen Gabaks. Ich glaube, Entschuldigung, habe ich doch zu viel gemacht. Aber egal, wenn ich Platz habe nachher in den Topf oder ich mache einen zweiten Topf. Meine Tochter sagt, boah, du hast es schon lange nicht mehr gemacht. Wir kommen vorbei. Ich sage, ja, kommt. So, wie gesagt, abwägen. Beim ersten 2, 3, dann hat man den Dreh raus. Ungefähr so einen Finger oben freilassen und dann einfach so mal andrücken. So, jetzt zeige ich euch noch, wie das hier reingetan wird, den Boden. Einfach mal. Und der nächste kommt direkt oben drauf. Ja? Sozusagen als ein Deckel. Ne? So. So da drauf. Und die anderen auch. Wenn ihr die Schicht fertig habt mit Auberginen, dann die andere Schicht. Ihr könnt auch mischen, aber wie gesagt, was dicke Haut hat und länger braucht zum Weichwerden, die nach unten und alles andere nach oben. Ich mache das jetzt alles fertig, sonst dauert das zu lange und zeige euch dann nachher, wie wir das kochen. So, bleibt dran. Ihr seid wieder live dabei. Wie ihr sehen könnt, habe ich fast alles verwertet, aber ich habe die anderen Auberginen nochmal nachgekocht oder beziehungsweise warm gemacht, damit die so weich sind und wollte euch das auch nochmal eben halt zeigen. Wenn ihr sowas habt, es ist übrig geblieben, ein paar in Reserve lassen, dann könnt ihr das nochmal befüllen oder ansonsten die kann man auch einfrieren für das nächste Mal. Dann könnt ihr nächstes Mal es nochmal machen oder Sarma da draus machen. Diese wie Zigaretten kennt ihr doch bestimmt. Das können wir übrigens auch nochmal machen. Wenn Interesse besteht, was ihr mal gerne kochen wollt oder nicht wisst, wie das gemacht wird, schreibt das einfach in den Kommentaren. Ich lese mir auf jeden Fall alle Kommentare durch und kann es ja versuchen, wenn ich das nicht kenne, auch mal für euch hier oder für alle zu kochen. So, jetzt haben wir alles weg. Nichts verschwendet. Und wichtig ist hier immer so zumachen, ne? Wir haben viel Auberginen. Das war in dem Mix drin. Das hier war in dem Mix übrigens hier 25 Stück. Ne, ich denke mal, die haben 5 oder 6 von jeder Sorte
da reingetan, damit man so einen Misch hat. Ihr könnt natürlich auch nur Auberginen machen. Die gibt es auch nur als Aubergine zu kaufen. Ist auch nicht teuer. 1,50 € hat einer gekostet, so ein Beutel. So. Fertig. Wo ihr schon dabei seid, da könnt ihr auch sehen, wie ich hier die restlichen hier oben drüber mache. Vielleicht gibt es noch eine Besonderheit, wenn ihr das nämlich nicht macht und das jetzt hier einfach Wasser auffüllen und lasst gehen, dann geht die ganze Soße hoch und alles geht hier raus. Da habe ich mir was überlegt. In der Türkei, in Antep, gibt es da extra einen Stein für. Der kommt dann hier drauf mit Löcher. Ja, speziell extra für Dolma. Ah, den können wir hier rein tun noch. So. Fertig ist unser Dolma. Ich wasche mir eben die Finger und zeige euch jetzt die Besonderheit, wie der befüllt wird mit Wasser. So, jetzt geht's los, Leute. Normalerweise, wie gesagt, in Antep gibt es so einen Stein mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Löchern und ein Loch noch in der Mitte. Den kann man auch als Griff so benutzen. Der wird hier drauf getan, der ist schwer, der drückt die ganze Chose hier so runter. Und Wasser kann immer noch zirkulieren. Ja, habe ich gehabt alles, aber durch den Umzug ist es irgendwie verloren gegangen. Keine Ahnung. Ist aber nicht schlimm. Ihr werdet das Problem bestimmt auch haben. Ihr werdet das auch nicht haben. Ansonsten, wenn ihr das haben wollt, für die Zukunft auch, beim Türken gibt es die. Wir nehmen aber dafür dann einen passenden Teller. Meine Tochter hat keine runden Teller, die hat jetzt quadratische Teller. Den habe ich noch gefunden hier. Schön wäre es natürlich, wenn er überall zugehen würde, aber das müsste auch schon so reichen. Ja, da machen wir jetzt einen Teelöffel Salz, damit die äußere Hautschicht auch lecker schmeckt, und einen Teelöffel Zitronensäure, der kommt dann auch da rein. Das Ganze wird jetzt gefüllt. Jetzt muss ich hier ein bisschen tricksen. Moment. Ja, das okay. Damit er ein bisschen schwer ist, ne, Leute? So. Den machen wir jetzt so schwer, damit er hier oben drauf ist. Da passiert nichts, braucht ihr keine Angst haben. Das können wir erstmal vorher so machen. Jetzt können wir Wasser drauf tun. Bis die Auberginen alle unter Wasser sind. So, noch ein bisschen. Ihr könnt es ja sehen. Jawohl, so ist Gold richtig. Und jetzt, damit es schwer ist, das auch noch mal drauf. Bisschen andrücken. So, jetzt können wir den Herd anmachen. Erstmal auf volle Pulle. Wenn es dann gleich anfängt zu kochen, Flamme ein bisschen runter, ungefähr die Hälfte, und dann so circa 40, 45 Minuten kochen lassen. Ab und zu können wir mal ein Update machen, nehmen wir eins raus, ob es weich geworden ist. Ja, und dann sind wir schon fast fertig. Wir lassen das jetzt mal hier köcheln, ab und zu machen wir noch ein Update. Bleibt dran! So Leute, erstes Update. In der Zeit trinke ich mir natürlich aus meiner eigenen Tasse Butterproof Coffee. Butter ist schon drin. Aber hier, das wollte ich euch ja zeigen. Es fängt an zu kochen. Seht ihr, da ist nichts hochgegangen oder so. Unser System, was ich hier gebastelt habe, hält. Jetzt können wir den runtersetzen auf 5.
dass er so in mittlerer Hitze so langsam vor sich hin köchelt. Ab und zu mal Zeit nehmen. Wie gesagt, ab jetzt so 40, 45 Minuten. Dann melde ich mich für das nächste Update wieder und nehme mal eins raus und probieren, wie weit die Auberginen und die Füllung sind. So Leute, zweites Update. Jetzt haben wir 40 Minuten um. Ich nehme den Topf jetzt mal zur Seite und nehme mal einen raus und wir gucken uns das gemeinsam mal an, das Ergebnis. Da bin ich mal gespannt. So sieht es aus. Hier könnt ihr schon mal überall so rein. Oh, der ist schon richtig gut. Wie Butter, Leute. Ja. Ich glaube, die sind schon fast fertig. Wie gesagt, 40 Minuten ist es jetzt her. Jetzt gucken wir mal. Ah, der ist noch hart. Ja. Auberginen sind noch hart. Und mal gucken innen drin. Schmecken tut es auf jeden Fall. Aber die Schale ist noch hart. Ja. Das heißt, nochmal drauf. Wie gehabt. Lassen wir noch mal köcheln. Noch vergessen, ich habe gerade noch halben Glas Wasser zugetan, weil Wasser war nicht mehr allzu viel. Ja, Wasser muss immer, klar, der Reis, der zieht ja auch Wasser. Ne? So, tue ich noch mal, so dass der wieder drüber ist. Dann lassen wir wieder weiter köcheln. So Leute, jetzt haben wir knapp 60 Minuten um. Dann machen wir jetzt hier mal aus, lassen noch die Restwärme, bis der alles zusammensackt, also das Wasser runtersackt. Und dann zeige ich euch, wie man die jetzt einzeln rauskriegt. Da gibt es einen Trick. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. In der Türkei, da tun die hier noch so ein, wenn das ganze Wasser weggeschüttet wird, dann tun die hier noch so einen großen Teller drauf, dann drehen sie den einfach so um und alles ist dann in diesem Blech. Aber mal gucken, vielleicht hole ich da auch nur einzeln raus. Aber ich melde mich gleich. Es geht weiter. Wie ihr sehen könnt, habe ich den Deckel, sage ich mal, schon weggenommen. Und jetzt können wir hier retten. Einfach mal hier so ist einfacher. Ich habe gerade eins probiert, wirklich lecker geworden. Und wenn es gleich abgekühlt ist, dann schmeckt es natürlich noch leckerer. Wie ihr sehen könnt, es ist nicht viel Reis rausgekommen. Ja, das heißt, wir haben gut gefüllt. Wo ein bisschen vielleicht zu viel war, ist natürlich rausgekommen. Aber das ist natürlich nicht schlimm. So müsst ihr euch das vorstellen, könnt ihr dann einzeln so rausholen. Ich nehme das jetzt alles mal raus und dann zum Schluss hier dieses Wasser hier. Das schmeckt so köstlich, Leute. Ich probiere mal. Ja. Das nicht wegschmeißen. Könnt ihr auch separat wie so eine Soße einmal hiervon essen und ab und zu mal dann eben halt dieses Wasser, wirklich lecker. Ich mache das alles fertig und melde mich nachher zum Probieren am Tisch wieder. Hallo Leute, herzlich willkommen am Tisch. So sieht's aus. Ich habe alles rausbekommen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, auf zwei Arten zu essen. Wenn ihr nicht in der Ketose seid und Dürüm machen könnt, könnt ihr natürlich hier so Dürüm machen. Meine Tochter macht das gleich. Ja, einfach so ein Dürüm, 1, 2, wie viel ihr wollt, hier drauf rollen und essen und genießen. Natürlich mit Eiern. Ja, aber da ich ja noch halb in der Ketose bin, ich nehme mir mal so eine Aubergine. Dann nehme ich mir mal so eine Paprika und dann natürlich noch eine Kabak.
Ja, so. Ihr könnt jetzt folgendermaßen essen. Einfach entweder mit Brot oder einfach so. Oder aber ihr könnt, weil das jetzt ja so ein bisschen so wie trocken ist, Soße hier drauf tun. Oder noch einfacher geht's, das mache ich immer. Ich fange mal mit diesem Kabak an. Einfach mal so in der Hand nehmen und herrlich, richtig gut durch. Der Reis, der ist gut aufgegangen. Und dann diese Soße, wie ich gesagt habe. Wie ihr wisst, haben wir da ja Salz und Zitronensäure drauf gemacht. Deswegen ist das auch schön säuerlich. Passt genau hierzu. Ich wünschte immer, ihr wärt hier dabei und könntet mitessen. Einmal hinterher. Und da haben wir schon wieder ein neues Rezept für euch gemacht. Ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Das war auch nicht mühselig oder so. Habt ihr gesehen, das geht ruckzuck. 1 Stunde auf dem Herd und jetzt können wir es genießen. Wenn ihr das noch nicht abonniert habt, dann sage ich immer wieder, abonnieren, nicht vergessen. Nächstes Mal sage ich das gar nicht mehr. Ich glaube, das ist auch gar nicht mehr so wichtig auf YouTube. Wichtig sind die Klickzahlen, Leute. Öfters mal klicken, anderen Leuten mal teilen, sagen, hier, passt auf, hier, der Mehmet Oje, der kann gut kochen. Bei dem kann man abnehmen, bei dem kann man lecker türkisch kochen lernen oder so. Das würde mich sehr freuen für die Mühe, die ich mir hier mache, dass man so ein bisschen belohnt wird. Ja, und wenn ihr das nicht macht, ist auch nicht schlimm. Ich werde trotzdem weiter für die Abonnenten, die jetzt schon da sind, für die Zuschauer, die jetzt bis jetzt, von Anfang bis jetzt dabei waren, weiterhin kochen. In diesem Sinne, macht's gut, bis in einem anderen Video. Entweder hier auf Kochschule oder den anderen Kanälen, wo ich überall vertreten bin. In diesem Sinne, tschüss, euer Mehmet Oje.